Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind Anna und Anna. Und heute wollten wir euch erzählen, wie teuer ein Urlaub in Korea ungefähr ist. Für 21 Tage, also für 3 Wochen. Das ist sehr viel. Ja. Ich könnte mir das nicht leisten. Also wir waren 3 Wochen dort und wir haben eine Rundreise gemacht. Wir waren in Seoul, dann sind wir weiter nach Busan, von Busan nach Jeju und von Jeju wieder nach Seoul. Und wir haben insgesamt 4 Unterkünfte gehabt und das waren alles Airbnb-Unterkünfte. Aber nicht die günstigsten, sage ich direkt im Vorfeld. Aber die schönste. Nee, auch nicht die schönsten, aber so Mittelklasse würde ich sagen. Und wir haben ungefähr pro Woche um die 350 € für Unterkunft ausgegeben. Das geht ja, ne? Ja, das ist echt nicht teuer. Ein Hotel wäre deutlich teurer gewesen. Klar. Wie geht das eigentlich? Du kommst dahin und sagst einfach, dass das du bist und die geben dir die Schlüssel oder wie funktioniert das überhaupt? Du brauchst in Korea keine Schlüssel, weil die überall diese Codes haben. Ach, wie diese schön. Türen, wo du den Code Dann musst du eingibst. niemanden treffen. Wir mussten niemanden treffen. Ich Soziopath musste mit niemandem sprechen. Die Introverte, unsere Introverte da drin sind so froh, wenn sowas angeboten wird. Das war so gut, weil die haben dann einfach gesagt, wir haben dann geschrieben, yo, wir sind da. Und dann haben die uns einfach den Code geschickt über die App von Airbnb, haben die gesagt, das und das ist der Code. Unten für die Eingangstür ist ein Code und dann oben nochmal für deine eigene Wohnung ist nochmal ein anderer Code. Und Wie schön ist das denn bitte? dann kommst du da rein und das war dann dein Check-in. Ah, cool. Das war's. Das ist ja cool. Oh. Dann geht's weiter mit den Flügen. Wir wohnen ja hier im Ruhrgebiet. Wir sind von Düsseldorf aus geflogen. Von Düsseldorf erstmal nach München und dann von München schon nach Seoul. Und haben für das Ganze pro Person für Hin- und Rückflug insgesamt 600 € bezahlt. Also für 2 Personen 1200 € Okay. an Flügen. Ja, ich wollte fragen, 600 €, ich fand das schon ein bisschen teuer. Ja, okay, nicht super teuer, aber trotzdem. Vor ein paar Monaten habe ich mich Skyscanner angeschaut, wenn jemand kennt. Ne? Ich finde, das ist eine sehr gute Plattform, um die billigsten Tickets zu finden. Und da hatte ich, okay, für Japan meistens habe ich mich das angeschaut, weil das ist mein Traum, nach Japan zu fliegen. Und für Osaka von Düsseldorf war das 350 € so ungefähr. Mit wie viel mal umsteigen? In einem Umstieg. Die ganze Sache hat 13 bis 16 Maximalstunden gedauert. Das ist gut. Ja. Also bei uns hat das einen Grund. Wir haben einfach Daten gehabt, die in den Sommerferien liegen. Also in den Schulferien. Das ist ja dann meistens teurer, aber das ging nur in dem Zeitraum bei uns leider. Und deshalb kommt dieser Preis zustande. Aber ich sehe auch manchmal Flüge, wo man schon für 450 € fliegen kann. Also das ist immer abhängig davon, wie flexibel ihr seid, von welchem Standort ihr fliegt und so weiter und so fort. Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, aber das ist jetzt halt nur meine Erfahrung, worüber ich sprechen kann. Die nächste Sache. Wie sieht's aus mit der Verpflegung, mit Essen und Trinken in Korea? Ich habe wirklich für Essen in Korea am meisten Geld ausgegeben. Ah, okay. Ja, also man kann sagen, so zwischen 5 und 20 € pro Person, pro Mahlzeit. Pro Mahlzeit. Pro Mahlzeit. Okay, 20 sind schon sehr teuer. 5? Ja, also es kommt jetzt drauf an, was ihr so für Vorlieben habt. Wenn ihr jetzt jeden Tag nur Korean Barbecue essen möchtet, dann zahlt ihr auch mehr als 20 €. Dann seid ihr rich. Ja, dann seid ihr rich. Ja, ist einfach so, weil halt Fleisch und so, je nachdem was für ein Fleisch, bei Schweinefleisch geht's noch, aber wenn das jetzt Rindfleisch ist, Oh, dann zahlt ihr auch schon mal 40 € oder so, ne? Aber das war ein Vergnügen, was wir halt schon ein paar Mal gemacht haben, aber jetzt eher selten. 5 € sind so mehr die Sachen, die man Streetfood-mäßig kaufen kann oder in den 7-Eleven und so. Aber es ist nicht schlimm. Ich meine, das Streetfood ist auch sehr gut. Und ja, ist halt Essen auf die Hand, ne? Das muss man halt beachten. Und so für 10 € kann man richtig schon in einem Restaurant essen, für eine Mahlzeit. Die haben ja viele so Suppen auch, die dann sehr sättigend sind, die zum Beispiel auch zum Frühstück essen. Dazu gibt es immer gratis noch sehr, sehr viele Beilagen. Meistens ist noch Reis dazu als Beilage. Und bei Getränken, Wasser ist immer gratis, so viel ihr wollt. Wie schön. Also man setzt sich hin ins Restaurant und es wird sofort eine Flasche Wasser geholt.
Also nicht mal eine Minute müsst ihr warten darauf. Und nicht 2,50 Euro für eine kleine. Ja, und das ist dann wirklich so 1 Liter meistens. Und wenn das leer ist, könnt ihr jederzeit sagen, dass sie das auffüllen sollen. Also da fallen schon mal keine Kosten an. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Passend dazu haben wir Kaffee. Und zwar geht es um Kaffee. Koreaner sind wirklich Kaffee verrückt. Ich hätte niemals gedacht, dass in einem asiatischen Land Kaffee so beliebt ist, weil man hat immer so diese Vorstellung, Teezeremonien, grüner Tee. Das ist mehr Japan, oder? Ist mehr Japan, aber ich hatte Asia ist diese Verbindung irgendwie. Aber ja, die trinken sehr, sehr viel Kaffee. Es gibt einfach Kaffeeläden überall in der Stadt, also wirklich teilweise nebeneinander sogar. Und die laufen alle mit so Kaffee-to-go-Bechern rum. Ja, super schlecht für die Umwelt. Und für so einen Kaffee müsst ihr ungefähr um die 3,30 Euro einrechnen. Je nachdem, was ihr dafür einnimmt. Also ich finde es auch teuer für einen Kaffee. Es ist wie bei Starbucks. Ja. Nächster Punkt ist Transport. Wir sind die meiste Zeit mit der Metro gefahren, weil das Metrosystem wirklich tipptopp ist. Das ist super gut ausgebaut. Man kommt eigentlich an jeden Ort. Fast in Seoul meinst du? In Seoul, oder? Genau. Und in Busan halt auch, weil es auch eine große Stadt ist. Und in den anderen Städten war ich ja nicht. Kann ich nicht zu sagen, aber ja. Eine Fahrt in der Metro kostet so um den Euro. Ungefähr 1 Euro. Das ist super billig, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Auf jeden Fall. Also finde ich auch, ich war super begeistert davon, weil es kommen in sehr kurzen Abständen die verschiedenen Metrolinien an. Und ja, man fährt maximal 40 Minuten von einem Stadtende zum anderen Stadtende. Es ist super komfortabel, es ist klimatisiert im Sommer, im Winter ist es beheizt, ihr habt WLAN dort. Was will man mehr so? Ja, zu der Metro lässt sich sagen, generell zu Transport, ihr könnt euch da so Karten kaufen, das nennt sich glaube ich sogar Transportation Card. Da könnt ihr eine Summe Geld aufladen, das könnt ihr überall machen, in den meisten Minishops. Achso, Minishops. Diese 7-Eleven, E-Markt oder wie das heißt. In diesen ganzen Läden könnt ihr das machen. Und auch, wie du schon sagtest, in den Metrostationen, da ist einfach so eine Maschine. Da legt ihr die Karte drauf und tut da Geld rein. Dann habt ihr das Geld auf der Karte. Und mit der Karte könnt ihr in der Metro zahlen. Ihr könnt damit im Taxi sogar zahlen. Und ihr könnt auch so Sachen damit kaufen, mit dem Geld, was halt auf der Karte ist. So, dann die nächste Sache. Wir haben einmal einen Zug genommen, so einen Schnellzug. Das ist wie mit einem ICE, wenn man das mit Deutschland vergleicht. Von dem sind wir von Seoul nach Busan gefahren. Das hat ungefähr 2 Stunden gedauert. Da gibt es halt verschiedene Züge, je nachdem, welchen ihr nehmt. Kostet der halt unterschiedlichen. So, wir hatten den Zug, der halt fast am schnellsten fährt, aber überirdisch. Also nicht unter der Erde, sondern überirdisch, weil wir wollten auch was von der Landschaft sehen. Gibt es etwas, was unter die Erde fährt? Und der hat um die 60 Euro gekostet pro Person. Bis wohin? Für eine Fahrt von Seoul nach Busan. Okay. Ja, und es gibt auch einen, der ist super, super schnell. Der ist so ähnlich wie der Shinkansen in Japan. Das ist ja einer der schnellsten Züge, glaube ich. Ja, Shinkansen, ja. Und eben dieser Zug, ich weiß jetzt leider nicht, wie der heißt, der fährt halt in Korea und der fährt komplett unter der Erde. Krass. Und dadurch spart man sehr viel Zeit. Bis Busan? Ja. Krass. Man ist dann schneller am Ziel, aber ja, der ist dann deutlich teurer. Also da zahlt man nochmal 30 oder 40 Euro mehr. Nee, dann lieber Landschaft sehen. Genau. Die gleiche Strecke kann man auch mit einem Fernbus fahren. Die Fernbusse sind super komfortabel. Man kann die Sitze nach hinten klappen. Da gibt es sogar so eine Lehne, dass man die Füße hochlegen kann. Ist auch klimatisiert. Ihr habt da WLAN. Hätte man auch machen können. Das kostet sogar nur um die 18, 19 Euro für alles eine wieder Fahrt. für die Menschen, für die Leute. Wirklich. Das hätte allerdings viel, viel länger gedauert und deshalb haben wir das nicht gemacht. Aber wenn ihr die Zeit habt, nutzt doch gerne diese Möglichkeit. Damit spart ihr viel Geld. Taxikosten. Wir sind nur 2 oder 3 Mal mit dem Taxi gefahren. Das waren meistens die Strecken zum Flughafen, weil wir einfach so viel Gepäck hatten, dass das in der Metro nicht so komfortabel gewesen wäre. Und das lässt sich vergleichen mit den Preisen in Deutschland ungefähr. Ich finde die Preise in Deutschland für Taxi sehr teuer. Ja, es ist wirklich teuer, finde ich auch. Also in Korea war es auch teuer. Ich gucke mal eben, um euch jetzt genaue Preise zu nennen. Da gibt es eine Grundgebühr. Also sobald ihr ins Taxi einsteigt, zahlt ihr schon 2,20 Euro.
Also ihr zahlt Schon nicht sofort. einfach zum Anstellen. Das steht halt direkt drauf und das Wie wird. schön. Aber Hallo. gibt's in Deutschland Hallo, auch. 2,20 €. Das gibt es in Deutschland auch, Wirklich? oder? Diese Ich Grundgebühr. habe keine Ahnung. Ich bin nicht einmal mit dem Taxi gefahren. Echt? Ja, nee, nicht einmal. Ja doch, es gibt glaube ich auch so eine Grundgebühr. In Deutschland bin ich mir nicht sicher. Und dann zahlt ihr halt pro Kilometer und das wären 50 Cent Kilometerpreis. Hi. Ja, wenn ihr da lange Strecken zurücklegt, kommt da schon eine ordentliche Summe zusammen. Und das Blöde ist halt, dadurch, dass Seoul zum Beispiel ja eine Großstadt ist, gibt es sehr viel Stau. Sehr viel Stau. Dann wird es nicht nach dem Kilometrage gerechnet, sondern nach der Zeit, oder? Ja, also die haben dann so eine, wie nennt sich das, Stand- und Wartezeit von 7,50 € die Stunde. Und wenn ihr wirklich zu Berufszeit, zum Berufsverkehr da steht, dann könnt ihr schon mal 3 Stunden da stehen. Und Wie das ist schön. ja nur, also das wird dann pro Stunde berechnet, aber der Preis für den Kilometer wird trotzdem noch drauf gerechnet. Cool. Ja. Also Taxifahren lohnt sich jetzt nicht besonders. Würde ich euch nicht empfehlen, weil die öffentlichen Verkehrsmittel wirklich super sind. Die kann man da ja einfach viel praktischer nutzen. So, dann der letzte Punkt zu Transport ist, wir hatten auch einen Inlandsflug von Busan nach Jeju. Und anders kommt man da nicht hin, außer ihr würdet eine Fähre nehmen. Das würde aber viel zu lange dauern. Und da haben wir 60 €. Das ist gar Person nicht bezahlt. teuer. Es ist wirklich Ja. billig, finde ich. Ich möchte so sehr nach Jeju. Hat sich echt gelohnt. Was Jeju. war der andere Insel von Japan? Das war Okinawa. Ja, Okinawa sollte schöner sein, oder nicht? ich denke schon, ja. Also von den Bildern. Ich war ja noch nicht in Okinawa, kann ich jetzt Ich habe nicht gelesen, vergleichen. aber jetzt kann ich nicht mehr sagen, ob die gesagt haben, dass Okinawa schön ist. Ja, das zum Thema Transport. Der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte, ist, weil wir ja hier Mädels sind unter uns, Shopping. Shopping. Genau. Korea ist das Konsumland Nummer 1, habe ich das Gefühl. Shopping ist da einfach eine Freizeitbeschäftigung. Es ist auch Modensache. Die sind Ja. sehr, sehr, sehr nach Mode. Ja, das, was ich dort an Street Fashion auf den Straßen gesehen habe, habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen, nicht mal im Internet. Ich finde das voll schön, was sie... Würde man auch selbst so, ne? Ja, aber ich würde mich das halt nicht trauen in Deutschland. Nee, ich auch nicht. Aber in dort, Deutschland. wie gesagt, in unserem letzten Video habe ich das schon gesagt, people mind their own business. Da wirst du nicht schief angeguckt. Da kannst du machen, was du willst, tragen, was du willst. Interessiert da niemanden. Ist halt auch eine Großstadt so, ne? Ja. Ja, und zu Kleidung. Markenkleidung ist von den Preisen her ungefähr genauso wie in Deutschland. Okay. Was aber ein Vorteil ist für euch als Touristen, ihr könnt euch die Mehrwertsteuer am Flughafen erstatten lassen. Ja, stimmt. Also das kann Hast sich... du das gemacht? Ja, also ich habe jetzt keine Markenkleidung da gekauft, aber ich habe viel Kosmetik da gekauft. Und Kosmetik lohnt sich auch wirklich dort zu kaufen. Da kann ich meine Hand für ins Feuer legen. Koreanische Kosmetik, ja, da sind wir wirklich... Ich bin ein super großer Fan, Anna auch. Jetzt auch, ja. Es Geworden. ist unglaublich, wie viel besser die Kosmetik dort ist, wirklich. Und auf was für einen Stand einfach dort die ganze Technik und so ist. Ich möchte alles ausprobieren. Ich sehe immer in die koreanischen Dramas, wie immer wieder mit meinen koreanischen Dramas, Cochons. Cochons? Wie Dieses heißt das? Kaschen-Make-up. Ja, genau. Das würde ich so gerne eines davon haben. Ich sag's euch nur als Tipp, wenn ihr da seid und ihr seid solche Kauft das Beauty-Liebhaber, alles. kauft das alles dort. Ja. So, dann wollte ich mit euch noch über Eintrittspreise reden. Für was? Museum und so Für weiter? alle möglichen Sehenswürdigkeiten. Das Gute in Korea ist, dass die meisten Paläste und sogar viele Museen komplett gratis sind. Ihr zahlt gar keinen Eintritt. Immer? Nicht- Weil es gibt sowas in Europa, wo ein Tag im Monat ist es immer gratis oder so. Nee, also viele Sachen sind tatsächlich immer gratis und bei manchen zahlt ihr ganz kleine Summen, sowas wie 1,20 € Eintritt oder so. Ja. Aber die meisten Paläste, diese traditionellen Gebäude und so, das ist alles gratis. Ja, das war's eigentlich, was so an Kosten anfallen könnte. Alles insgesamt kann ich sagen, wie viel wir ausgegeben haben. Das ist natürlich immer sehr individuell, je nachdem, was ihr da vorhabt. Kleine Sache, die haben gar nicht ökonomisiert, nirgendwo gespart, deswegen. Also wir haben wirklich das gemacht, worauf wir Lust hatten. Wir sind jetzt von Natur aus keine so Luxusmenschen, so mittelstandsmäßig, aber dann so halt, worauf wir gerade Lust haben, das haben wir gemacht. Wir haben jetzt nicht Preise von Restaurants oder so verglichen, einfach in das reingegangen, was uns jetzt von außen interessiert hat.
Und das hat für 21 Tage pro Person ungefähr 3.600 € gekostet. Ja, das war's. Das war meine Erfahrung, was ich gezahlt habe. Wie gesagt, je nach eurem Lebensstil, je nachdem, was ihr dort vorhabt, können sich die Preise stark unterscheiden. Aber ich wollte euch einfach mal so einen groben Überblick geben. Vergesst nicht, uns auf allen unseren Social-Media-Kanälen zu folgen. Ein Like bitte und sagt bitte in die Kommentare, ob ihr für so eine Reise 3.600 bezahlen würdet oder ob ihr irgendwo sparen möchtet. Oder ob ihr mehr bezahlen würdet. Oder Vielleicht so. seid ihr ja rich im Vergleich zu uns. Genau. Und ja, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr immer wisst, wann neue Videos von uns rauskommen. Danke fürs Anschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!